Wir haben einen super engen Probenplan. Wir haben nicht sehr viel Zeit bis morgen Abend. Das heißt, was absolut und immanent wichtig ist, wenn wir Zeiten kommunizieren, seid bitte da, unaufgefordert, damit wir die Zeiten auch einhalten und die uns zur Verfügung stehenden Probenzeiten auch maximal nutzen können. Kennst dich aus, weißt Bescheid? Ja, das ist mit der Größe so eine Sache. Ja, alles gut. Aus ist Mittelkonsole, ne? Und weiß Bescheid, ne? Taste. Ja, dann ist alles cool, dann weißt du es besser als ich. Ich mach die Tür zu, halt die Schnute. Keine Fenster zu machen. Ja, nee. Geiles Auto. Das schön hingekriegt, die Autos immer. War ein bisschen Arbeit, ne? Ein bisschen Arbeit. Thomas und sein Team mussten die ganzen Interieurs für die Autos fertig machen. Okay, they fixed the floors on the 6x6s. Yes, perfect. Jetzt wird der Trailer mit dem Boot auf Position gestellt. Der kommt da hier jetzt quer vor den Vorhang. Ist halt noch nicht so viel Platz wie auf dem Außengelände. Und klappt alles? Ja, Steine habe ich zum Teil geholt. Ich hole jetzt noch die andere Hälfte. Stopp! Die Antennen kommen noch nicht durch. Wie gesagt, sind jetzt nicht genau diese U-Steine geworden, weil die gab es nirgendwo. Ah, das ist schon mal ein schlechtes Int. Weiter. Oh, die sind aber sehr klein. Also ich habe 50 Stück insgesamt. Das ist jetzt die erste Ladung. Ja. Weil die Idee ist dann von dir, dass man die dann so quasi zusammensetzt. Ich würde sagen, wir hängen den jetzt ab, so wie er hier steht. Dann holen wir uns mal eben einen Gabelstapler Autos sehen sehr gut aus. Wir haben natürlich ein Thema mit den Reifen, ne? und dann heben wir den vorne ein bisschen hoch, dass die Achsen ein bisschen entlastet sind. Und dann ziehen wir den erstmal ein bisschen rum. Du kannst natürlich hier nochmal mit der Kehrmaschine durch, aber irgendwann morgen muss da Reifenwichse drauf und dann hast du hier alles versaut. Wer hat den Schlüssel von dem XLP 900? Erstmal einfach mal gerade nach vorne. Dann fahre ich den nämlich mal weg, dann können die anderen nämlich schön im Kreis schon mal Anlauf nehmen. Dass sie das Ding hier gemacht. Gut, stopp. Guck, zieh du mal vor mit dem 6x6. Noch mal weiter, feste. Guck mal, ihr habt immer noch Kratzer vorne rechts auf der Haube. Und rechts neben dem, das musst du dir noch mal angucken gleich. Hatten wir in der Abnahme schon bemerkt. Irgendwie ist das Segment rechts von der Mitte, vorne. Ich weiß nicht, was damit war, aber der war ja schon unterwegs, deswegen. Ne? Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mal über Funk sagen, die sollen bitte A, bei ihren Autos bleiben, ja. B, nicht überholen. Und ich würde jetzt einfach so vom Setting her sowas nehmen. Die sollen in der Reihenfolge bleiben. Wie so ein Stufenpodest oder sowas. Den Arsch, den sie sehen, den sollen sie für die nächsten 2 Stunden immer sehen. Was ist das schönste Auto hier? Ne? Ja, auf jeden Fall. So, coolste Farbe. Die sieht so geil aus mit dem Interieur. Das ist unglaublich schön. Geil, dass wir nicht einfach die Tür aufmachen. Ne? Weißt du, dann tun wir hier nämlich so ein bisschen Tasche drauf, ein bisschen Klamötzkis und sowas und legen dann hier nochmal, weißt du, so, dass wir irgendwie Eine Klamotteninstallation. eine kleine Klamotteninstallation, lassen das bei den Ketten aber weg, lassen die Ketten dann fast auf den Boden fallen, hängen da nochmal Klamotten dran und so, das passt. Also ich habe sie jetzt schön stehen in 3 Reihen, das sollte easy sein. Das Problem ist, du hast hier 23 Leute haben alle eine Idee und die ist auch irgendwie für sich individuell betrachtet auch gut. Aber Demokratie ist ein Thema, das ich sehr unterstütze, aber nicht in jeder Situation. Weißt du, was das Wuselige jetzt ist? Weil jetzt viel mehr Leute hier arbeiten, wird es immer wuseliger, weil jeder so seine Baustellen. Fahr noch mal rückwärts raus, dass wir noch mal gucken, ob wie optimiert wir das hinkriegen. Wir sind jetzt gerade bei der ersten Testfahrt mit den Fahrern. Das heißt, alle Fahrer fahren jetzt das erste Mal wirklich die Runde. Und wir gucken mal, wie die sozusagen in einem Schwung ihre Position, weil jeder hat natürlich einen eigenen Lenkradius. Das heißt, jeder muss jetzt erstmal gucken, wie komme ich um die Ecke. Okay, Achtung. Standby in 3, 2, 1, go. Oh, da sind wirklich 10 cm. Krasses Auto, wenn du es so denkst und stehst da drunter, dann ist es, denkst du, es ist viel zu niedrig. Mit dem 6x6 kommst du nicht in einem um die Kurve, da musst du einmal zurücksitzen. Aber wir üben ja noch ein bisschen. Es ist cool zu sehen, was alle gemeinsam so leisten, weil jedes Auto wird ja von einer anderen Gruppe gemacht, vom anderen Team. Und das ist jetzt seit langem mal wieder so, dass du die alle wirklich so zusammenstehen hast, dass du sehen kannst, einige Autos werden in Werk 3 gebaut, die anderen in Werk 1, die anderen in Werk 4. Jetzt stehen alle unter einem Dach, das ist dann mal was Besonderes wieder. Ist der erste Lauf für euch? Yes. Bist du nervös? Ach, haben wir ja schon mal gemacht, sowas. Also wir wissen alle, wie es ist, vor Leuten zu fahren. So eine Show an sich noch nicht. Aber wird schon.
jeder einzelne Fahrer im Fahrzeug war eine absolut wichtige Rolle in dem Moment. Er muss sehr präzise fahren. Jeder der Kolleginnen und Kollegen hatte ja Funk im Auto, respektive wirklich so einen Knopf im Ohr, hat die Regie da drauf gehabt. Es war sehr aufwendig, Choreografie, Fahren, Bild, Licht dazu, Musik dazu. Also man muss sehr konzentriert sein. Die Konzentration war da, der Fokus war da. Wir waren darauf angewiesen, dass die Rangiervorgänge eben dann auch unter dem Druck einer Veranstaltung schaffen, dass die, sag ich mal, dann auch eben routiniert und mit einem Lächeln auf dem Catwalk fahren. Ja, lief gut, hat alles gut geklappt, ist sehr glatt, man muss sehr aufpassen, wie viel Gas man gibt. Und das Wichtige ist bei der Show, wir wollen ja halt genau nebeneinander fahren und die Choreografie soll halt perfekt stimmen, damit es halt auch cool rüberkommt. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, aber macht Spaß und haut gut hin. Die Tina kümmert sich gerade um den Sitzplan. Ja, macht sie neben ihrem Job, in dem sie noch bei der Fashion Show fährt. Also von daher multitaskingfähig ist er auf jeden Fall. Und Mobile Office in dem Fall trifft es wirklich auf den Punkt. Neu definiert. Also die 2 Aufgaben, die ich hatte mit Guestmanagement und Fahren, das zu managen, war auf jeden Fall an sich eine Herausforderung. Tatsächlich bin ich immer mal gerannt, um das halt dann zeitlich auch zu schaffen. Das war also definitiv zeitlich ein Thema. Und letztendlich saß ich auch zwischendurch im Brabus 900 Deep Blue und habe von da aus vieles geregelt. Ich hatte einen Laptop auf dem Schoß und dann haben wir nebenbei auch die Gästeliste neben uns gehabt, wo wir dann halt auch gesehen haben, wer sitzt wo, und dann hat spontan jemand abgesagt. Also so wie es immer ist, es gibt immer bei den Shows natürlich Krankheitsfälle, wo dann Gäste plötzlich kurz vor der Show einfach absagen. Ja, und dann ist für uns natürlich als Team wichtig, ja, ich sag mal, hinzuschauen. Ja? Also die Reihen sollen voll sein, weil der eine, der vielleicht weiter hinten sitzt, wäre dann enttäuscht. Ja, dass er weiter hinten sitzt, obwohl vorne Platz ist, und ist ja gar keine Not. Wenn du vorne Platz hast und dein Gast gerade jetzt nicht pünktlich kommt und du das weißt, dann kannst du natürlich schnell reagieren und musst auch schnell reagieren. Wollen wir mal von links nach rechts durchgehen, Alex? Ja, willst du was dazu sagen? Stell mal jeden einzelnen Look bitte vor. Ich würde eigentlich so viele Models aufstellen, wie es nur geht jetzt. Die Kollektion besteht ja vielfach aus Matten- und Seidenmattenbestandteilen. Wir haben jetzt zum Beispiel in den Schuhen glänzend, erstens, und dreckig, zweitens. Wie gehen wir damit um? Welche Schuhalternativen hätten wir für ihn? Also wir haben noch mehr Alternativen. Du meinst wegen der Spiegelfläche? Allgemeines Grund, ja, die Frage ist natürlich, du kannst für so eine Show immer mal ein bisschen drüber gehen, aber ist natürlich sehr, sehr sportlich. Bin ich Also nicht sportlich. Warte, entspannt bleiben. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen direkt bin, sonst ist es nicht böse gemeint, sonst kommen wir nur nicht durch. Aha, sorry, wenn ich dich störe. Wir hatten hier gerade auf der Bühne, auf der Terrasse, also auf den terrassenförmigen Sitzplätzen gerade einen kleinen Zwischenfall. Falls du mal hier hinkommen könntest, wäre nett. Würde dir das gerne mal vorführen, was gerade passiert ist.